Boah. Wow. So, hier haben wir die ganzen Haken. Die machen wir jetzt erstmal ab, damit die mir nicht am Kopf ballern gleich. Herzlich willkommen im Bunker. 1, 2, 3. Hier war wahrscheinlich mal alles voller Cannabispflanzen, Freunde. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir befinden uns jetzt ungeplanterweise in den Niederlanden und sind auf der Suche nach einem verlassenen Haus mitten im Wald. Und an dem Haus soll sogar noch ein sogenannter Drogenbunker versteckt sein. Ja, Drogenbunker wahrscheinlich deswegen, weil da wahrscheinlich mal einer Drogen angebaut hat und dann wahrscheinlich von der Polizei erwischt wurde. Es sind jetzt noch gut 800 Meter Luftlinie ungefähr. Und wir kämpfen uns jetzt hier einmal durch den Wald. Wir sind jetzt wieder einige Meter gegangen. Wissen irgendwie noch nicht so richtig, wo wir genau hin müssen. Wir haben jetzt wieder eine Abzweigung, entweder nach da, da oder da. Wo müssen wir hin? Geradeaus durch. Also unser Navi sagt, querfeldein. Ja. Wir gehen jetzt querfeldein. Gut, ja, 3, 4, 5 cm Schnee hier. Zum Glück noch im Rahmen, würde ich sagen. Die Frage ist nur, Bunker sind ja in der Regel im Boden mit einer kleinen runden Luke oder so. Und da es jetzt hier geschneit hat, ist auch die Frage, ob wir überhaupt diese Luke hier mitten im Wald finden. Wenn jetzt eine riesige Schneedecke natürlich drauf ist, werden wir das Teil vermutlich nicht finden. Aber wir geben unser Bestes. Wir sind jetzt hier querfeldein gegangen, mitten im Wald, und haben auf einmal ganz viel Stacheldraht gefunden, beziehungsweise einen Stacheldrahtzaun komplett. Also hier möchte auf jeden Fall irgendeiner etwas verstecken. So, und da vorne haben wir auch ein ganz kleines Loch gefunden. Da könnten wir jetzt theoretisch hindurch. Hinter den Bäumen haben wir auch eben ein Gebäude gesehen, als wir ein bisschen weiter weg standen. Das heißt, wir probieren jetzt hier durchs Loch zu kriechen quasi. Wird wahrscheinlich jetzt ein Akt bei der Kälte und im Schnee. Aber das wird auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr spannende Nummer, Leute. Ja, das Loch ist schon ziemlich klein, ne? Ja, also ein bisschen zu klein hier, Leute. Da haben wir eine Betonplatte. Das könnte wahrscheinlich ein Eingang in den Bunker sein. Wir wissen es nicht. In der Regel haben die Bunker ja mehrere Eingänge. Beziehungsweise auf jeden Fall immer noch einen Notausgang. Und jetzt gehen wir mal hier am Zaun entlang und schauen, was wir hier so finden. Das könnte wirklich eine sehr spannende Location hier werden. Hier vorne haben wir auch das Gebäude gefunden. Sieht schon spannend aus. Da vorne haben wir wieder irgendwas Unterirdisches. Vielleicht hat das auch irgendwas mit dem Bunker zu tun. Wir haben leider keine genaueren Informationen zum Bunker, außer dass er als Drogenbunker in der Karte gekennzeichnet ist. So, Freunde, ich stehe jetzt unmittelbar hier vor dem Gebäude. Ja, haben wir zum Glück direkt einen Eingang. Ja, hier haben wir dann die Elektrik. Ein alter Stromkasten. Alten Schaltraum haben wir hier. Wow. Das sieht echt nicht schlecht aus. Komplett geflutet hier leider. Riesige Anlagen. Hier haben wir einen Kran, maximal 3000 Kilo. Sieht auch nicht schlecht aus. Und hier riesige Schaltsysteme. Sind leider ein bisschen zu spät an der Location. Wären wir ein bisschen früher hier gewesen, wäre das wahrscheinlich noch ein bisschen besser erhalten alles. Aber das sieht echt schon mega aus.
Das sieht mir hier nach so einem Lagerraum aus. Gehen wir hier erstmal runter. Hier auch wieder riesige Rohrsysteme. Sieht echt nicht schlecht aus. Hier ist nichts mehr hier unten. Dann gehen wir jetzt mal langsam nach oben. Derselbe Raum wie unten, dieselben Systeme. Kann man sogar noch dran drehen. Okay. Hallo? Okay Leute, ihr hört die Akustik hier in diesem Raum. Was das ist, kann ich euch leider nicht verraten. Das müssen wir uns jetzt auf jeden Fall mal genauer anschauen. Oder hat ein bisschen Ähnlichkeit von Silos, sage ich jetzt mal. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Anlage hier mit irgendwelchen Silos zu tun hat. Versuchen wir jetzt hier mal weiter herauszufinden, was das für ein Gebäude hier ist, Freunde. Ja, hier sieht irgendwie jeder Raum gleich aus. Hier haben wir nochmal diese Teile. Aber was ist das? Wenn sich hier einer auskennt, kann er das gerne mal in die Kommentare schreiben. Am 4. Stock. Hier sehen wir die Anlage nochmal von außen. Da wird wahrscheinlich irgendeine Lüftungsanlage vom Bunker sein, Freunde. Da unten ist der Kran von eben gewesen, beziehungsweise die Halle, die ein bisschen unter Wasser stand. So, hier werden wir jetzt in der höchsten Etage sein. Wow. Okay, hier sind sogar ganz frische Fußabdrücke. Das heißt, hier muss vor kurzem einer gewesen sein. Es hat ja geschneit. Ja, hier sind wir jetzt auf dem Dach. Und hier sehen wir jetzt diese Räume mal von oben, Freunde. Müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein hier. Zack. Was das ist, kann ich euch jetzt leider auch nicht sagen. Aber es sieht auf jeden Fall spektakulär aus hier. Ja, Freunde, ich kann euch leider echt nicht erklären, was das hier für ein Gebäude ist. Es wird wahrscheinlich irgendwas mit dem Bunker zu tun haben. Vielleicht irgendwie Versorgung, wir wissen es nicht. Aber wenn sich einer hier besser auskennt, kann er gerne mal etwas in die Kommentare dazu schreiben. Wir sind mittlerweile hier die Treppe hochgegangen. Da vorne ist das Gebäude. Ja, hier haben wir wahrscheinlich den Bunker gefunden, kommen allerdings hier auf jeden Fall nicht rein. Hier haben wir halt nur eine Stufe, ne? Da vorne ist noch so ein Teil wie hier. Vielleicht kommen wir darüber rein. Das schauen wir uns jetzt mal an. Also er scheint eigentlich relativ groß zu sein, der Bunker. Hier sehen wir auch die Erhöhung. Wahrscheinlich ist hier überall Bunker. Auch hier. Ja, ist offen, aber da steht Wasser drin. Ich weiß nicht, wenn wir das Teil da hochheben. Hier vorne haben wir noch eine Platte gefunden. Kommen wir auch hier nicht weiter. Ja, hier guckt ein Rohr raus. Boah. Ey, du kannst das Ende nicht sehen, ne? Ja. Boah. Ey, das hat so nachgeschallt. Hast du das gehört? So, Freunde, hier haben wir dann wahrscheinlich den Bunkereingang gefunden. Oh, das wird auf jeden Fall spaßig. Vorbereitungen laufen hier auf Hochtouren. Nochmal angeguckt, ob man da auch wieder hochkommt. So, hier haben wir die ganzen Haken. Die machen wir jetzt erstmal ab, damit die mir nicht am Kopf ballern gleich. Boah, das ist wohl endrutschig, ne? Auf jeden Fall sehr winterlich. So, jetzt geht's da runter wie in einer Rutsche. Herzlich willkommen im Bunker. Boah. Ist mega warm hier drin. Warm. Hier tropft es. Oh.
Boah, ich weiß jetzt nicht, ob das hält hier, wo ich hier drauf gehe. Können wir uns dran festhalten. Ich glaube, hier ist komplett Wasser unter mir. Ja, das fühlt sich ein bisschen komisch an, wo ich hier drauf stehe. Oh. Lass einfach mal fallen. Ja. Man sieht da hinten so Lüftungsrohre und hier unten ist, glaube ich, alles voller Erde, was man dann halt zum Cannabisanbau gebraucht hat. Und hier links sind halt so verschiedene Rillen. 1, 2, 3. Hier war wahrscheinlich mal alles voller Cannabispflanzen, Freunde. Die Frage ist, wie wir jetzt hier runterkommen, ne? Geht's da weiter? Ach, das ist... Ich weiß, was das ist. Das Wasser, was ich eben gesehen habe. Hier haben wir quasi ein Planschbecken haben die hier reingestellt. Damit haben die quasi die Pflanzen bewässert. So, wir sind unten. Ein riesiger Bunker. Das ist die ganze Erde von den Pflanzen. Hier ist das zweite Planschbecken, damit die Pflanzen hier ausreichend mit Wasser versorgt werden konnten. Die Frage ist, wann ist das Ganze hier aufgeflogen? Wie ist das Ganze hier aufgeflogen? Weil das sieht mir schon nach einer sehr professionellen Nummer aus hier unten. Allein was das für eine Arbeit ist, die komplette Erde hier runter zu ballern, ne? Das sind ja Kilosäcke gewesen. Das ist schon Wahnsinn. Hier das Lüftungssystem. Alles sehr professionell gemacht hier, Leute. Wer weiß, wie viel Geld hier verdient worden ist von den Leuten, die das hier illegal angebaut haben. Auch diese Rinnen hier. Also das ist schon eine coole Nummer, muss ich sagen. Und da oben standen wir eben. Die Frage ist auch, wie ist das Ganze hier mal aufgeflogen? Ich denke mal, den Leuten, die hier die Drogen angebaut haben, denen gehörte der Bunker gar nicht. Die haben den Bunker hier einfach genutzt, hier alles zugemacht, die Drogen angebaut und irgendwann kam vielleicht der Eigentümer, wollte nach dem Rechen schauen. Wer weiß, wer auch immer hier der Eigentümer ist von dem Bunker, die Stadt oder sonst wer, und hat eine Plantage gefunden, Freunde. Also, wer weiß, wie das Ganze hier mal aufgeflogen ist. Hier sind die Überreste des Planschbeckens. Da steht noch ein großes. Also, das war schon ziemlich professionell hier. Wer weiß auch, wie viele Pflanzen man hier auf dieser riesigen Fläche anbauen konnte. Das sind ja insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Reihen. 8 solcher Reihen. Und pro Reihe schätze ich mal, keine Ahnung, 100, 200 Pflanzen? Ich weiß es nicht. Hier wurde wahrscheinlich richtig Geld verdient damals. Ja, Freunde, mehr gibt es hier jetzt leider nicht zu sehen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Über ein Like und ein Abo würden wir uns sehr freuen. Dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns bei der nächsten Location. Bleibt sauber, haltet die Ohren steif. Den Rest könnt ihr hängen lassen. Haut rein, Leute.